Mensch, morgen früh brauche ich ein Frischkasten-Weißbrot und das mache ich mir jetzt einfach selber und ihr habt auch was davon. Dafür habe ich mir in mein Mehl schon mal eine Mulde gemacht und krümel mal schon mal Hefe rein. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen warme Milch und da drin lösen wir uns ein bisschen Butter und Zuckerrübensirup. Mensch, es geht ja fast schneller als zum Bäcker laufen. Naja, fast. Mit einem Teil von dem Gemisch löse ich mir jetzt die Hefe auf und mache einen Vorteig. Ich muss so ein bisschen mit den Fingern drin rummatschen und da braucht ihr auch keine Angst haben, dass das nicht funktioniert, wenn es schön warm ist. Ne? Dann funktioniert jeder Hefeteig. Und den lassen wir jetzt so 10 Minuten abgedeckt vor sich hin blubbeln. Und jetzt guck mal, wie schön das hier aufgepluppt ist. Und jetzt geben wir dann unser warmes Gemisch noch mit dazu. Und jetzt noch ein bisschen warmes Wasser und das Salz. Und das Ganze macht dann mit dem Wasser genauso lange, bis so ein richtig schöner homogener Teig entstanden ist. Und dann müsst ihr halt ein bisschen individuell dosieren. Aber ich schreibe euch ja die genauen Mengenangaben immer unten in die Videobeschreibung. Guck mal, genauso ist es richtig. Der löst sich so richtig schön vom Schüsselrand und vom Haken. Und so lässt man jetzt noch 1 Stunde an einem warmen Ort gehen. Während unser Teig geht, fette ich mir mit Butter ein bisschen die Kastenform ein und einem Silikonpinsel. Das mache ich ja immer am liebsten. Ich verlinke euch ja immer meine Arbeitsmittel, alles unten in der Videobeschreibung. Das Ganze jetzt noch ein bisschen mehlen, dass sich unser Kaste Weißbrot später auch schön aus der Kaste lösen lässt, ne? Und das macht auch gar nicht, wenn jetzt hier das Mehl so ein bisschen auf die Arbeitsfläche fällt, weil da müssen wir ja später dann unseren Teig gleich auch noch ein bisschen auskneten, ne? Und jetzt gucke mal, ne? Der hat sein Volumen mindestens verdoppelt, so richtig schöne, fluffige Teig. Und jetzt weigt man uns noch mal so richtig schön durch. Da tut er dann immer so ein bisschen ineinander falten. Und dann tut man den immer so ein bisschen rundwalke. Das haben wir ja bei dem letzten Brot auch schon gehabt. Verlinke ich euch nochmal oben das Video. Guckt. Und dann kriegt er so eine richtig schöne Oberflächenspannung. Und diesmal brauchen wir ja kein rundes Brot. Wir wollen ja einen Kasten, ne? Drum drucken wir den jetzt einfach so ein bisschen in Form und machen ein bisschen eine lange Wurst draus. So, dann gucken wir mal, wie lang das sein muss, ne? Noch so ein bisschen einfach so lang drücke, lang ziehe. Weil der geht ja dann noch ein bisschen, ne? Und schon geht's ab in die Form. Und wie soll es auch anders sein? Der muss jetzt auch noch mal abgedeckt gehen. Und jetzt schau mal, wie schön der Aufgange ist. Mensch, das wird so richtig stolz. Kastenweißbrot kann ich euch sagen. Ofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 180 Grad oben unterhitzt und das schützische Wasser reingestellt, damit unsere Kruste auch so richtig schön knackig wird. Und jetzt tut man dann noch ein bisschen schräg einschneiden. Und jetzt geht's ab in den Ofen. Es geht doch nichts über so ein frisches Brot aus dem Ofen und morgen früh gibt's lecker Marmeladentoast. Ciao, macht's gut!